Auswandern nach Thailand. Hallo liebe Zuschauer, hier ist Jutta Martin und heute in diesem Video geht es um das Auswandern meines Lieblingsnachbarn Norbert nach Thailand. Er ist am 5. September in den Flieger gestiegen, also erst von Berlin nach Frankfurt, von Frankfurt dann nach Bangkok und hat Deutschland den Rücken gekehrt. Es war schon lange sein Traum, sein Wunsch, sein Lebensabend in Thailand zu verbringen. Er war in jungen Jahren viel gereist. Er war 7-mal in Indien, wo es ihm sehr, sehr gut gefallen hat. Er hat auch viele Monate in Australien gewohnt. Aber als er 1991, also vor 30 Jahren, das erste Mal in Thailand war, ließ ihn dieses Land nicht mehr los. Und seitdem schlägt eben sein Herz für Thailand. Wie gesagt, über 20 Mal besuchte er dieses Land und davon auch mehrmals 3 Monate am Stück. Und das kann ich auch jedem immer nur empfehlen, der sich mit dem Gedanken trägt, auszuwandern, wirklich längere Zeit in dem Land zu bleiben. Ja, schauen wir uns mal an, was Norbert so alles erlebt hat und wie das mit der Einreise nach Thailand ist. Ohne Visum darf man sich 30 Tage in Thailand aufheben, plus Verlängerung. Und wegen der aktuellen Situation sind es 30 Tage plus eben diese 2 Wochen Quarantäne plus Verlängerung. Und innerhalb eines halben Jahres dürfen es nicht mehr als 90 Tage sein, wenn man über den Luftweg einreist. Reist man über den Land- oder Seeweg ein, darf man sogar nur 2-mal im Kalenderjahr für jeweils 30 Tage plus eben diese 2 Wochen Quarantäne einreisen. Länger kann man natürlich mit einem Visum bleiben. Und Norbert hat ein Jahresvisum beantragt, ein Non-Immigrant-Visum OA für 1 Jahr. Das Non-Immigrant-Visum hat ihn 175 € gekostet. Also er hat das in Berlin bezahlt bei der Königlich Thailändischen Botschaft. Der Preis kann natürlich variieren. Also er hat 175 € bezahlt und dieses Visum berechtigt für einen Aufenthalt von 365 Tagen. Alle 90 Tage muss sich der Inhaber des Visums beim Immigrationsbüro in Thailand melden und dann kann dieses OA-Visum jeweils um 1 Jahr verlängert werden. Das machen auch sehr viele. Ein Non-Immigrant-Visum ist ein Nicht-Einwanderungsvisum. Es dient also nicht touristischen Zwecken und auch nicht der Einwanderung. Das Non-Immigrant-Visum OA nennt sich auch Long Stay, also länger bleiben Jahresvisum, ist ausschließlich Rentnern vorbehalten und kann ab dem 50. Lebensjahr beantragt werden. Man kann es nur bei der Königlich Thailändischen Botschaft in Berlin oder beim thailändischen Generalkonsulat in Frankfurt am Main beantragen. Ich blende mal kurz ein, wie diese Einreisegenehmigung aussieht. Die wurde am 17. August für Norbert ausgestellt. Ja, und dann gibt es noch dieses Non-Immigrant-Visum OX, das gilt für 5 Jahre. Der Unterschied zwischen OA und OX ist hauptsächlich bei den finanziellen Mitteln, aber darum geht es heute nicht. Und es geht auch nicht um eine Daueraufenthaltsgenehmigung. Dazu muss man viele, viele Jahre durchgängig im Land gewesen sein. Man muss die thailändische Sprache sprechen. Man muss verheiratet sein oder in ein thailändisches Unternehmen investiert haben und. Also es geht da nicht um diese Daueraufenthaltsgenehmigung. Es geht um dieses Rentnervisum eigentlich. Ja, und aktuell ist es generell so, egal aus welchem Land und wie lange man einreisen will, jeder muss nach der Einreise auf eigene Kosten 14 Tage lang sich in Quarantäne begeben, und zwar in ein staatlich zugelassenes Quarantänehotel. Das muss auch vorher alles bezahlt werden und nachgewiesen werden und auch bei der Botschaft vorgelegt werden. Ja, dann müssen alle Einreisenden aller Nationalitäten ein T8-Formular ausfüllen. Es nennt sich Health Declaration, also Gesundheitserklärung. Und ja, ist eine thailändische Gesundheitserklärung, die zu den Reisedokumenten gehört. Eine Visaverlängerung kann man dann bei der thailändischen Einwanderungsbehörde beantragen. Ja, was muss man nun veranlassen, um so ein Non-Immigrant-Visum zu bekommen? Wer ein Rentnervisum beantragt, um dauerhaft in Thailand leben zu können, muss natürlich finanzielle Mittel in bestimmter Höhe nachweisen. Entweder hat man ein Monatseinkommen von 65.000 Baht oder alternativ 800.000 Baht auf ein Konto als Rücklage. Und das muss man natürlich nachweisen. Also aktuell bekommt man für 1 Euro 38,60, 38,80 Baht. Das bedeutet, wenn man das jetzt umrechnet, dass man entweder so knappe 1.700 €
Monatseinkommen haben muss oder aber eine Rücklage von mindestens 20.000 Euro. Rentenzahlungen nach Thailand werden in der Regel nicht gekürzt. Einmal im Jahr muss man allerdings an die deutsche Rentenversicherung eine sogenannte Lebensbescheinigung schicken. Ich habe hier das Formular, das blende ich mal kurz ein, das ist in Deutsch und in Thailändisch. So, dann kommen wir mal zur Krankenkasse. Ich hatte schon kurz erwähnt, dass man die ein Jahr im Voraus bezahlen muss. Also für die Beantragung des Visums muss man eine Krankenkasse nachweisen und für ein Jahr im Voraus bezahlen. Norbert hat in dem Fall knapp 1.000 Euro bezahlt, also etwa 85 Euro pro Monat. Und die Versicherungsprämie, die ist natürlich von verschiedenen Faktoren abhängig, vom Alter, von der Selbstbeteiligung, welche Leistungen man sich aussucht. Und ja, und wenn man jetzt, also Norbert hat sich für die Pacific Cross Shield Insurance PCL entschieden und hat Selbstbeteiligung vereinbart. Er hat für das ganze Jahr im Voraus knappe 1.000 Euro bezahlt. Also 85 Euro im Monat, das habe ich schon gesagt. Und ohne Selbstbeteiligung wären es 170 Euro im Monat gewesen. Ja, und es gibt da auch noch andere Versicherungen, zum Beispiel die Hanse Merkur, aber manche sind nur auf 5 Jahre begrenzt oder bis zum 74. Lebensjahr. Also wenn Sie sich für eine Krankenversicherung interessieren, dann müssen Sie selber recherchieren. Ich kann Ihnen nur sagen, eben die Pacific Cross, die hatte sich Norbert ausgesucht. Ja, dann muss man natürlich ein polizeiliches Führungszeugnis vorlegen, Kontoauszüge, Einkommensnachweise, ein Gesundheitszeugnis. Man muss 2-mal immunisiert sein, sonst kommt man gar nicht erst in die Botschaft rein. Und dann braucht man natürlich einen PCR-Test für den Flieger. Ja, was musste mein Nachbar Norbert noch alles veranlassen? Also er musste sich beim Einwohnermeldeamt abmelden, bei der Krankenkasse abmelden, die Wohnung rechtzeitig kündigen, GEZ kündigen, das Auto verkaufen, den Termin bei der Botschaft vereinbaren, Hin- und Rückflug buchen. Das ist ganz wichtig, also man kann nur Hin- und Rückflug buchen. Man kann den Rückflug natürlich jederzeit später umbuchen. Das ist gar kein Problem. Dann brauchte er eine App für die Kommunikation mit dem Hotel, musste er aufs Handy laden. Und eine App für die Kommunikation mit dem Krankenhaus. Also 2 Apps musste er vorher hier schon zu Hause laden. Ja, Hotel wegen 14 Tage Quarantäne ist wegen vorgeschrieben, das habe ich vorhin schon mal kurz erwähnt. Die App muss vorher aufs Handy geladen werden und für die ersten 3 Tage nach der Einreise muss man schon von Deutschland aus das Essen vorbestellt und auch bezahlt haben. Also Breakfast, Lunch und Dinner, Frühstück, Mittag, Abendbrot. Für 3 Tage musste Norbert schon hier in Deutschland vorbestellen und bezahlen und auch den Zahlungsnachweis bei der deutschen Botschaft vorlegen. Ja, der Schriftwechsel mit dem Hotel in Thailand ist in Thailändisch und Englisch. Nun gucken wir mal weiter. Was habe ich hier noch auf meinem Zettel? Ja, einen persönlichen Termin bei der Königlich Thailändischen Botschaft in Berlin zur Ausstellung des thailändischen Visums musste Norbert beantragen. Das Visum musste sofort bar bezahlt werden. Es hat in Berlin 175 Euro gekostet, aber das kann natürlich auch variieren. Ich stelle mal den Link von der Königlich Thailändischen Botschaft hier unter diesem Video zur Verfügung. Wenn Sie da mehr drüber nachlesen wollen, klicken Sie einfach auf den Link und dann landen Sie bei der Königlich Thailändischen Botschaft in Berlin. Schauen wir uns mal an, was es mit der Rente so gibt. Die Rentenzahlungen nach Thailand werden in der Regel nicht gekürzt, das hatte ich auch schon mal erwähnt. Aber einmal im Jahr muss man eben an die deutsche Rentenversicherung eine Lebensbescheinigung schicken. Und dafür gibt es ein spezielles Formular, das ausgefüllt und eigenhändig unterschrieben zurückgeschickt werden muss. Die Bestätigung der Unterschrift kann durch die deutsche Botschaft in Bangkok erfolgen, durch einen Honorarkonsul in Chiang Mai, Pattaya oder Phuket, durch eine thailändische amtliche Stelle, wie zum Beispiel Polizei, Notare oder Krankenhäuser, oder durch ein deutsches Pfarramt. Man muss natürlich ein gültiges Ausweisdokument vorlegen und persönlich vorsprechen. Also so war es bisher. Die deutsche Rentenversicherung will aber für 2020 und 2021 ein vereinfachtes Verfahren für die Lebensbescheinigung anwenden. Und danach soll eine Bestätigung der Lebensbescheinigung durch die Botschaft oder einer anderen Stelle nicht erforderlich sein.
Der Rentenempfänger füllt die Lebensbescheinigung selbst aus und schickt sie direkt an die Deutsche Post AG, Niederlassung Rentenservice, nach Leipzig. Man kann per Fax oder per Mail diese Lebensbescheinigung hinschicken. Ja, was haben wir noch? Das Thema Steuern. Also in der thailändischen Botschaft in Berlin sagte man Norbert am 17. August 2021, dass er in Thailand keine Steuern zahlen muss. Eine Rente von der deutschen Rentenversicherung ist ausschließlich in Thailand zu versteuern, aber zwischen Thailand und Deutschland gibt es ein Doppelbesteuerungsabkommen. In vielen Fällen bedeutet das, dass die Besteuerung bei Thailand liegt. Es sieht aber so aus, dass Thailand auf die Besteuerung der Renten verzichtet, wenn man sich mit dem einzigartigen Steuersystem in Thailand auskennt. Neben dem Inlandseinkommen wird nur Auslandseinkommen besteuert, das ins Land gebracht wurde. Entscheidend dabei ist, dass nur das Auslandseinkommen versteuert werden muss, das im gleichen Jahr ins Land gebracht wird. Ist das Auslandseinkommen in den Vorjahren erzeugt worden, lässt es sich steuerfrei nach Thailand bringen. Wer also Vermögen hat, kann das thailändische Steuersystem für sich nutzen. Man benötigt Geldreserven für ein Jahr, da ja sein Auslandseinkommen nicht im gleichen Jahr ins Land gebracht werden sollte, und lebt ebenso steuerfrei. Ist einfach fantastisch. Ja, wer seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt in Thailand hat, ist in Deutschland nur beschränkt steuerpflichtig. Das bezieht sich zum Beispiel auf Mieteinnahmen. Das thailändische Steuerrecht ist sehr überschaubar. Die Mehrwertsteuer in Thailand beträgt weiterhin 7%. Schauen wir mal die Lebenshaltungskosten. Ja, Lebenshaltungskosten hängen wie in jedem Land natürlich unheimlich von den persönlichen Bedürfnissen ab. Ja, also wer eher spartanisch lebt, der kommt in Thailand mit 600 Euro über den Monat, und wer gerne essen geht oder Bars besucht oder Ausflüge macht, eine Putzfrau beschäftigt und eben höhere Ansprüche hat, der muss schon mindestens 900 bis 1000 oder noch mehr Euro im Monat zur Verfügung haben. Wenn man zum Beispiel in ein deutsches Restaurant essen geht, ist das wesentlich teurer. Ich zahle in Thailand für einen Schnitzel umgerechnet 5 bis 7 Euro und für ein thailändisches Essen 1 bis 2 Euro. Ja, denn in Thailand gibt es gegenwärtig einen unheimlich großen Markt an Wohnungen. Es stehen sehr, sehr viele Wohnungen wegen der Pandemie leer, und dadurch kann man auch sehr, sehr günstig mieten. Also Norbert sagt, man muss als Rentner gut überlegen, ob man kauft oder mietet, weil man es eigentlich nicht mehr schafft, die Immobilie in Anführungsstriche abzuwohnen. Er empfiehlt zu mieten. 95% der Wohnungen in Thailand sind möbliert, die sind ausgestattet mit Bett, mit Schränke, mit Couch, mit Arbeitsplatz, mit Stuhl, mit Smart TV, mit Internetzugang, mit Waschmaschine und was man so alles braucht. Und da ist das eigentlich okay, wenn man mietet, und ja, wenn man weiterziehen will, hat man eben nur seine Koffer zu mitnehmen. Ganz wichtig ist vielleicht der Hinweis, dass Haustiere in Thailand in Wohnungen generell nicht erlaubt sind. Wer also auf seinen Hund oder seine Katze nicht verzichten möchte, der kann das nur im eigenen Haus mit Grundstück machen. Ja, dann nochmal kurz zur Krankenversicherung wollte ich noch was sagen. Und zwar für dieses Non-Immigrant-Visum OA muss man die Krankenversicherung für das komplette Jahr im Voraus bezahlt haben. Das habe ich schon erwähnt. Innerhalb des Jahres kann man dann natürlich den Vertrag mit der Krankenversicherung auch ändern oder kündigen oder sich eine andere Krankenversicherung suchen. Das hat Norbert jedenfalls vor. Er hat jetzt die Pacific Cross für ein Jahr im Voraus bezahlt mit einer relativ hohen Selbstbeteiligung und will sich jetzt innerhalb des nächsten Jahres in Ruhe damit beschäftigen und mal schauen. Also für eine sehr gute Krankenversicherung sind monatliche Beiträge von 150 bis 200 Euro üblich. Das deckt sich mit dem, was ich vorhin sagte. Norbert hat mit Selbstbeteiligung 85 Euro bezahlt und ohne wären es 170 Euro. Also 150 bis 200 Euro im Monat. Thailand bietet ein exzellentes Gesundheitssystem, allerdings nur in Privatkliniken. Ja, schauen wir uns noch mal die beliebten Ziele an in Thailand. Also eigentlich sind in Thailand die Renten am ganzen Land verteilt, ja. Es gibt aber trotzdem bevorzugte Ziele für Auswanderer. Das sind Phuket, Krabi oder Koh Samui im Süden von Thailand, aber auch der Badeort Pattaya am Golf von Thailand
Und einige zieht es dennoch nach Udon Thani im Nordosten an der laotischen Grenze, weil dort kaum Tourismus ist. Und andere wiederum bevorzugen ja Hua Hin südlich von Bangkok oder Chiang Mai im bergischen Norden. Also ich persönlich war zweimal in Thailand, das ist schon eine Weile her. Einmal mit meinem Mann im Rucksackurlaub, da sind wir von Bangkok aus, also wir haben nur den Flug gebucht und haben gesagt, wir entscheiden vor Ort. Wir sind dann von Bangkok nach Hua Hin, von Hua Hin nach Phuket, von Phuket nach Koh Samui und von Koh Samui dann wieder zurück nach Bangkok. War eine sehr schöne Reise. Und dann waren wir nochmal 2010 auf Phuket gewesen. Nach dem Tsunami, da hatte sich sehr, sehr viel verändert. Aber auf jeden Fall weiß ich, dass in Thailand die Leute sehr, sehr freundlich sind. Die leben im Hier und Heute und das Essen ist saulecker. Also ich mag diese thailändische Küche und mache auch zu Hause manchmal thailändische Gerichte. Ja, was möchte ich noch sagen? Der Norbert, der ist am 5. September, das war ein Sonntag, ist er von Berlin nach Frankfurt, von Frankfurt nach Bangkok, kam am 6. September in Bangkok an, das war dann der Montag und musste sich 14 Tage in Quarantäne begeben und durfte in diesen 14 Tagen das Hotelzimmer nicht verlassen. Vor die Tür bekam er sein Frühstück mit der Armbrot gestellt, es wurde kurz geklingelt und abends musste er das Einweggeschirr in eine spezielle Plastiktüte machen und wieder vor die Tür stellen. Vor der Abreise hieß es, er darf 1 Stunde am Tag sich im Hotel bewegen. War nicht, er durfte das Zimmer nicht verlassen. Er hatte aber zum Glück ein sehr schönes, großes Zimmer und auch ein breites Fenster. Kein Balkon, aber konnte schön lüften. Dann musste er nochmal am Freitag zum Test. Am Samstag hat er das Ergebnis erfahren, es war negativ. Und heute früh so gegen 7:30 Uhr unserer Zeit, in Thailand sind sie in Bangkok 5 Stunden voraus. Nach unserer Zeit, also 7:30 Uhr, ist er in das Taxi gestiegen nach Phuket und hat auch von unterwegs sich kurz gemeldet und ist letztendlich fündig geworden. Also es ist nicht so üblich, dass man vorher in Thailand irgendwo was bucht. Man fährt einfach hin. So habe ich das damals mit meinem Mann auch gemacht. Der Taxifahrer wartet, man guckt sich das Hotel an, ist es okay, nimmt man es, ist es nicht okay, fährt der Taxifahrer ein zum nächsten Hotel. Und so hat es Norbert auch gemacht und ist heute angekommen. Er hat schöne Bilder geschickt von seinem ersten Essen, thailändischen Essen in Freiheit, wie er so schön geschrieben hat. Und und genießt jetzt sein Leben. Heute ist der 20. September 2021. Ich muss noch mal darauf hinweisen, dass sich gerade in Thailand sehr schnell und sehr oft was ändern kann. Also was heute richtig ist, kann schon in 6 Monaten nicht mehr funktionieren. Deswegen, also man muss sich wirklich immer aktuell informieren. Ansonsten danke ich Ihnen fürs Anschauen. Wenn Sie Fragen haben, lassen Sie mich das in den Kommentaren wissen. Und ja, vielleicht schlägt Ihr Herz auch für Thailand, denn wagen Sie ruhig den Schritt. Es ist ein bisschen, Papierkram aufwendig, aber unterm Strich lohnt es sich für viele, wenn Ihr Herz für Thailand schlägt. Alles Gute, Jutta Martin.